ich hyped? Scheiße ja! Hab ich Bock? Fuck ja! Bin ich ne Kartoffel? Absolut! Los geht's! Aktuell dermaßen Bock. Ich habe mir jetzt sogar Gothic 2 wieder installiert. So für mich. Vielleicht bei mir auf dem Instagram gesehen. Schaut auf meinem Instagram vorbei. Ich mach mal kurz das hier. Geht der Befehl eigentlich noch? Ja, wunderbar. So. Es wird ein bisschen dunkel hier im Zimmer geworden. Ah, besser. So, genau. Einfach um das für mich privat ein bisschen zu spielen. Weil ich einfach tierisch Bock drauf habe. Ich habe tierisch Bock drauf mit euch Elex zu spielen. Der Plan ist, dass ich Elex spiele, wir einen entspannten Run machen und wenn der Run durch ist, wird Elex 2 gekauft, machen wir da weiter. Ne? So, wir waren hier bei Kuno eingebrochen und schauen. Also das heißt eingebrochen, wir durften da rein, haben uns da reingelassen. Und die haben jetzt, glaube ich, einen Weg zum Hafen, zu den HafenarbeiterInnen. Und den schauen wir uns mal näher an hier gleich. Ein gepökelter Schweinskopf, sieht fast wie mumifiziert aus. Auf dem Poster steht aus dem Weg oder du wirst weggebracht. Okay, cool. Was haben wir denn hier? Sind das Klamotten? Kann ich hier lang? Nice. Geht's jetzt hier lang oder hier außen? Hier außen, dann müssen wir uns noch ein bisschen was anderes angucken. Ne? Dieser Eingang wird bald einstürzen. Gut zu wissen. Behelfsmäßige Pfeiler verhindern den Einschutz der alten Ruinen. Okay. Postkarte. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Geld. War das schon alles? Ja. Ist das Internet heute schon wieder so scheiße? Hier liegt ja einiges rum. Aber ich meine, nehmen wir alles mit hier. Ordentlich Geld. Nehmen wir alles mit. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Schauen Sie mal, Lieutenant. Jemand hat seinen Mantel hier hängen gelassen. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. Ah, das ist meins. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Das versuche ich. Ich versuche den Mantel zu holen und springe über den Sims. Ah, fuck me. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Okay, jetzt schafft das gerade nicht. Nächstes Mal werde ich springen. Direkt ein Gesundheit verloren. Und Gesundheit kritisch. Hä, was denn jetzt? You feel something in your chest. An unnatural pressure. It's spreading to your left arm. Yeah. There's no shit. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM. What? Ach, hätte ich jetzt schnell drücken müssen, oder was? Hätte ich da jetzt schnell auf Heilung drücken müssen, oder was?
Gott, da muss ich mich auch noch beeilen. So, auf ein neues. Direkt gestorben einfach. Eilen uns hier mal ein bisschen. So, hier war was drin, ne? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann hier lang. Nehmen wir mit. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt schnell drauf drücken muss. Haben wir wieder was gelernt. Wenn also diese Meldung kommt, direkt heilen, so schnell wie es irgendwie geht. Mal hier die Flasche noch. So. Looks like Yes, you could probably make the Versuch's jump. nochmal. You look like you've done some track and field. Hat wieder nicht geklappt. Okay, jetzt wissen wir mal Bescheid. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? Sure. Just be careful, okay? So, Looks like you almost. ich habe Gewandtheit 0. Okay, habe ich Klamotten, die das boosten? Nein, 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 ich hab gar nichts. Und Gewandtheit -1. Ich kann mal die Hose ablegen. Und die Schuhe. So. Versuch Nummer 2. Tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Gesperrt. Soll ich kurz neu laden und es dann nochmal versuchen? Ja, mache ich fix. Tut mir leid. Verspreche auch, dass ich nicht nochmal mache. So, jetzt. Schuhe und Hose. Lena, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Wie geht's dir jetzt? Du hattest so einen schönen Start in die Woche. Und danke, dass du mir vergibst. So, schau mal. Sieht ein bisschen Looks lustig like aus hier. someone left his top. Yes. Gehen noch mal You could durch probably hier. made a jump. You look like you've done some track and field in your day. Oh, jetzt haben wir eine Chance von 17%. Komm schon, bitte. Bitte, ich brauche diesen Mantel. Da sind. Ich sehe doch hier meine Dokumente da drin. Oder ach nee, das ist Aufnäher. Da ist garantiert mein Zeug drin. Oh, leck mich. Ich bin etwas müde, falls ich irgendwann nicht mehr reagiere, bin ich eingepennt. Das ist nicht schlimm. No shame in the lurking game. No, no. Oh, That's war das still knapp. too high. What were you Sure. Just be. So. Warum bist du denn müde, wenn ich fragen darf? Coole Brille. Neue Arbeitsstelle bin ich mehr gewohnt, so früh aufzustehen. Darf ich fragen, was du arbeitest oder was du vorher gearbeitet hast, oder? Wenn es in Ordnung für dich ist. Da komme ich gerade nicht hin. Ah, dieser Sprung wäre halt schon wichtig, ne? Dieser blöde Sprung wäre schon wichtig. Programmieren, echt?
Was machst du? Sorry, ich fahre voll auf Programmieren ab. Das ist etwas, was ich schon tausendmal versucht habe, was ich als Hobby nicht gebacken kriege, weil es zeitaufwendig ist. Aber ich bin immer total fasziniert davon. Ist irgendwie voll egal, was man bei Programmieren macht. Irgendwie ist es immer cool. Webentwicklerin, also soll ich dann irgendwann zumindest. Oh, cool. Nee, ich bleib nicht mehr dran, Lena. Ich hab's wirklich versucht, ne? Ich hab's wirklich auch mal versucht, hier einen Stream einzubauen. Sieht man auch am Instagram, dass ich in Unity gebastelt habe und nebenbei versucht habe, C# zu lernen und ich krieg's einfach nicht hin. So neben der Arbeit oder also jetzt neben der Arbeit und vorher neben der Ausbildung das nicht hingekriegt. Ich habe mir jetzt andere Hobbys gesucht. Also zusätzliche Hobbys, wo ich was lerne. Hier und da vielleicht mal ein bisschen Sprachen lernen und halt Homecrafting habe ich jetzt angefangen. Das wird schon. Programmieren krieg ich irgendwie nicht hin. Da, welche Sprache? Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich wollte immer unbedingt Spanisch lernen. Meine Freundin will immer unbedingt Russisch lernen. Und jetzt habe ich mir mit meiner Mama vorgenommen, dass wir gemeinsam eine neue Sprache lernen, weil sie da auch Lust drauf hat. Also es kann jetzt Englisch werden. Mein Englisch kann ich schon. Kann Spanisch oder Französisch werden. Schau ich mal. Aber prinzipiell erstmal eine Sprache. Da habe ich sehr Lust drauf. Ist ja Programmieren quasi auch Sprache lernen. Ich habe früher da auch deutlich mehr Zeit gehabt, mich ins Programmieren einzufinden. Ich habe mal die erste Sprache, die ich gelernt habe, war Python. Also da habe ich versucht, mich einzulernen, bin ich nur nicht sonderlich weit gekommen, weil mein ADS-Brain hat entweder eine Hyperfixation auf eine Aufgabe, auf ein Ziel, das ich erreichen möchte, das meistens sehr naheliegendes Ziel ist, oder die nächsten Schritte werden zu schwer, zu kompliziert und dann verliere ich dieses Hyperfixation relativ schnell. Das ist sehr schwer, da dann trotzdem als Hobby dran zu bleiben. Ich glaube, wenn ich eine Ausbildung hätte, wo ich lernen muss, könnte ich übelst durchstarten, aber ja. Ich hatte, nee, genau, bei Python hatte ich, was hatte ich? Meine Shot Machine. Meine Shot Machine habe ich gebastelt. Da habe ich versucht, möglichst aufwendig, um mir ein paar Konzepte zu merken, von wegen Containern und Listen. Eine Maschine, die dir zufallsbasiert sagt, was du auf einer Party trinken sollst. So, du hattest dann halt, die Maschine hat halt gesagt, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 50. Hallo Blackometer, schön, dass du da bist, schön, dass du es geschafft hast. Und hatte eine vorher festgelegte Liste an Getränken, denen zufällig Zahlen zwischen 1 und 50 zugeordnet wurden. Und wenn du diese Zahl getroffen hast, wurde eben gesagt, trink das. Und wenn du keine der Zahlen getroffen hast, wurde gesagt, trinken Wasser. So. Und ja, das habe ich früher mal gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich. Das war so während der Ausbildung, wenn ich nichts zu tun hatte und nicht früh aufstehen musste. Da habe ich dann auch immer die ganze Nacht dran gesessen und nebenbei irgendwie Mucke gehört. Es war schon ziemlich cool. Die Zeit habe ich jetzt halt nicht mehr. Irgendwie die ganze Nacht mich in Ruhe auszuprobieren. So. Ja, aber mache nebenbei ein paar Aufgaben für die Uni. Dann lass dich bitte hier nicht ablenken, ja? Nimm bitte die Soundkulisse mit, aber lass dich nicht ablenken, Blackometer. Also hast du ja schon mal was programmiert? Ja, etwas programmiert habe ich schon mal so. Und das ein bisschen rumgebastelt. Aber das Ding ist halt, das als Hobby auf ein Level zu heben, wo es, sag ich mal, ordentliche Ergebnisse gibt, ne? Wie zum Beispiel C# lernen,
und dann irgendwie ein cooles Spiel basteln oder so. Ne? Oder so einfache Abläufe basteln. Das war mir dann immer zu weit entfernt. Vielleicht bist du einfach nur zu bescheiden. Nicht bescheiden, wie nennt man das? Imposter-Syndrom? Ich glaube, sowas in die Richtung geht das bei mir. Ich bin halt nie zufrieden mit dem, was ich leiste. Nie. Ich finde es immer kacke. The sight of bullet holes stirs something in you. Ich denke mir immer so, das ist ja nix, das ist ja nix. Lieutenant's surname. Ich habe an dieser Slot-Maschine zwar irgendwie gefühlt eine halbe Ewigkeit gesessen, so bestimmt 20, 30 Stunden. Weißt du? Aber ich vergleiche mich dann so sehr mit anderen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den lieben Mason, der so schon wahnsinnig intelligenter Mensch ist. Der ist so von Grund auf schon unfassbar intelligent. Ja, der ist auch Programmierer. Ich sage jetzt einfach mal Programmierer. Ich habe seine genaue Arbeitsbezeichnung vergessen, aber es ist auch nicht so wichtig. Und der ist halt mega krass. Ne? Der ist mega krass in seinem Job. Und ich kriege dann diesen Gedanken nicht raus. So, oh, ich habe jetzt Python gelernt. Mit dem bisschen, was ich gelernt habe, habe ich jetzt 1,5 Wochen jede Nacht an dieser Shot Machine gesessen und habe mir so ganz langsam Schritt für Schritt ein paar Konzepte draufgebracht und damit diese Shot Machine erweitert und verbessert. So, und das hat jetzt irgendwie 30 Stunden gedauert. Ja, das ist Müll, weil Mason könnte das besser und schneller und effektiver. Ist ja klar. Der macht das auch schon das ein oder andere Jahr. Der hat da, glaube ich, sogar einen Master drin oder so. Ne? Aber trotzdem. Ist halt so. That's me. Bisschen anstrengend so zu sein, muss ich sagen. Nicht wundern, ich lese zwischendurch vor, was unser Captain, unser Detective sagt. Eben, schauen Sie mal, Einschusslöcher. Where? Ja, ich habe auch einen hochbegabten Kumpel, der alles noch besser und schneller kann. Aber die allermeisten brauchen halt eine Weile, bis was bei rumkommt. Ja, wie gesagt, und das ist halt für mich schwer, da lange dran zu bleiben. Wenn es nur ein Hobby ist. Weißt du? Sowas wie Programmieren zu lernen. Auf einem Level, also so zu lernen, dass man auf ein Level kommt und sagt, okay, ich habe alle Skillsets, um wenigstens grundlegend zum Beispiel in Unity ein eigenes Spiel zu basteln. Bis man so weit ist, muss ja kein krasses Spiel sein, ne? So muss ja auch nicht krass grafisch aufwendig sein oder einfach eine Idee zu haben und zu wissen, ich weiß, was ich zu tun habe. Nicht im Detail, dafür gibt es GitHub. So, ne? Aber dass man grob weiß, ich weiß, was ich zu tun habe, wie es funktionieren könnte. Ne? Doch nicht feingeschliffen perfektioniert. Um auf dieses Level zu kommen, reichen so 1 bis 2 Stunden im Lernen in der Woche einfach nicht. Und mehr kriege ich da auch nicht wirklich hin. Effektiv. So. Deswegen. Es ärgert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich habe die Ausbildung zum, wie nannte es sich, stellvertretender Assistent für Informatik 2-mal angefangen in meinem Leben. Das erste Mal war ich 16, da hat es mich einfach nicht interessiert. Hauptsache meine Eltern haben die Klappe gehalten, weil ich jetzt irgendwo in der Schule bin und was Krasses mit Computern lerne. Und beim zweiten Mal war ich einfach nicht gut genug, weil ich mein Aufmerksamkeitsdefizit da nicht auf die Reihe gekriegt habe. Dafür habe ich jetzt einen anderen Beruf gefunden, in dem ich mal behaupten möchte, dass ich gut bin und der mich sehr interessiert und fasziniert. Genau. Hab mir Disco Elysium jetzt auch noch selbst gekauft, solange es noch im Sale war. Gute Entscheidung. Ich spiele zwar gerade erst 6,5 Stunden, aber ich finde... Ich zeige auf die Löcher in der Mauer. Jemand wurde erschossen. Wir sind Polizisten, wir sollten uns darum kümmern. There? Those are old. Was meinen Sie mit alt? These bullets were fired during the revolution, over half a century ago. They do not warrant investigation.
Okay, was können Sie mir über die Revolution erzählen? Not much. I don't have a fresh perspective on it. Shall we go? Ich glaube, was mich beim Programmieren auch extrem aufhält, ist, ich weiß nicht, wohin mit mir. Ne? Ich weiß einfach nicht, wohin mit mir. Ich kann mir kein konkretes Ziel ausmachen. Oder konkretes Ziel kann ich mir ausmachen, aber ich kann es nicht runterbrechen, dass es mittelfristig erreichbar ist. Ne? Und deswegen verliere ich immer kurz über lang die Motivation. Einfach. Oder diesen Flow, diesen Drive zu lernen und weiter zu üben. Hello again, officer. How are things? Sagen Sie, was genau haben Sie in Ihrem Gewächshaus eigentlich gemacht? Im März. Well, this might be the last snow we get. At least I hope so. Snow has nutrients in it. Helps everything green up in the spring. At least that's what my grandma always told me. Oh, wie süß. Yes, think about the cute grandma, not the weird snow. Ich kneife die Augen zusammen und sehe sie konzentriert an. Stop looking at her. Look around. What do you see? That's right. Ein Zugang zum And Hof. the canal, the bookstore, the harbour gates. This is a great vantage point for keeping an eye on you. Oh, gehe ich jetzt Verfolgungswahn? Sollen Sie uns zufällig im Auge behalten? Ich frage einfach mal. No, of course not. I don't understand what this is about. Sie sieht zum Hof hinüber und ihr scheint ein Licht aufzugehen. The kid did this, right? The red-haired rat? Can't say a sentence without or kipped. He's always giving me trouble. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Maybe you shouldn't be. I mean, you do your job, but that kid is beyond help. And he certainly won't help you. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Kuno und Kuno S nicht mehr zu helfen ist. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Also ich persönlich jetzt nicht als Charakter. Ich weigere mich, das zu akzeptieren und das hinzunehmen. Natürlich gestern im Stream hat er mich genervt mit dem dummen Rumgelaber und es war richtig anstrengend dazu zu hören. Aber nee, ich akzeptiere das nicht. You've been resting here for quite a while, haven't you? Der Lieutenant mischt sich ein und betrachtet sie genau. Ich weigere mich auch hinzunehmen, dass andere das über Kuno sagen. Ich meine, der ist 12 und offensichtlich in einer scheiß Gegend bis jetzt aufgewachsen, hat beschissene Freunde, hat ein Drogenproblem. Holy living shit. Also da lässt sich ja in die Tiefe gehen. Ich meine, das Kind, kann man in dem Fall einfach sagen, das Kind sieht eine Leiche und zusammen mit seiner Freundin denkt er sich über Tage hinweg, komm, wir gehen da immer wieder hin und bewerfen das Ding mit Steinen. Kann auch eine Coping-Strategie sein. Ja, um mit dem Anblick der Leiche klarzukommen. Also eine Art und Weise zu sein, um das zu verarbeiten. Kann sein. Bin jetzt kein Psychologe, ne, Disclaimer an der Stelle. Aber es kann ja sein, dass er die Leiche nicht nur aus reiner Langeweile mit Stein beschmissen hat, sondern auch, um sich selber immer wieder klarzumachen, ich richte keinen Schaden an. Es ist nicht meine Schuld, ich richte keinen Schaden an. Dieser Mensch lebt nicht mehr. Ne? So. Und da auch eine gewisse Distanz zu sich zu bringen.
allgemein kann man, denke ich, schon sagen, dass so eine Härte gegenüber Menschen, vor allem gegenüber fremden Menschen, ist ja auch ein Abschotten. So. Ne? Ich lasse niemanden an mich ran. Da kann ich nicht enttäuscht werden. Ich kann andere nicht enttäuschen. Das ist ganz oft ganz wichtig. Ja? Ich kann nicht versagen, wenn es niemanden gibt, der Erwartungen an mich hat. Und damit niemand an mich rankommt und Erwartungen an mich hat, bin ich, salopp gesagt, das größtmögliche Arschloch. Damit niemand sieht, wer ich bin. Weil das macht mich verletzlich, dann mache ich mich ja auf. Ne? Plus andere Menschen müssen erstmal ihren Wert für mich beweisen, indem sie über diese Arschlochwand, diese Schutzwand, indem sie die überwinden, indem sie immer und immer und immer wiederkommen. Ja? Und sich davon nicht beeindrucken lassen. Zum Beispiel Mutmaßungen anhand eines Spiels, muss man fairerweise jetzt sagen, aber das kann da ja alles mit reinspielen. Und deswegen, ich bin da immer so. Ich wage es, ich mag es immer nicht, wenn ernsthaft über Menschen gesagt wird, dem kann es nicht mehr helfen. Das hat sich erledigt. Da gibt es Fälle, Menschen, da mag das stimmen. Ich selber auch schon erlebt, wo ich es einfach akzeptieren musste. Ja. Aber so prinzipiell sagen, so, nee, den kannst du abhaken. Schwierig. Mag ich nicht. So, mal wieder einen kurzen Monolog gehalten. Yes, I'm tired. I understand. The RCM isn't welcome here, and the locals want to keep an eye on us. There's silence, the smallest of smiles. Die sollen uns also wirklich im Blick behalten. That's okay, miss. Do what you have to do. I think we're done here. Let's go. Ja, gut. Dann ist es geklärt. Soll halt auf uns aufpassen. Dann ist es so. So, wir haben es gleich um 8. Wann macht denn dieses Buffet-Ding hier auf? Ich hab es vergessen. Oh, was ist denn hier los? Oh, ist das ein Open Mic? Okay, wir können hier jetzt nicht mit jedem sprechen. Mal gucken. Ein klubbiges altes Karaoke-Mikrofon, das nur darauf wartet, von jemandem zum Singen benutzt zu werden. Was denn wir? Kann ich jetzt drauf? Ist das Karaoke-Sing? Interessant. Wie geht man hier hoch? Der war noch nicht da, der Punkt. Wir klopfen mal. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. He doesn't like where this is going. Ich probiere die Klinke, was soll's. This door can only be opened with a key or from the inside. Okay. Vielleicht können wir da Guard nochmal befragen. Can I help you? Naja, gibt auch nichts Neues. Gut, dann wollen wir mal. So. Gehen wir uns Pfandflaschen noch verkaufen. Haben wir mit ihm schon gesprochen?
Welcome to Rivachol. Rassistischer Lastwagenfahrer. Das wird jetzt eine tolle Unterhaltung. Willkommen in Revachol, lehrt der rundliche Mann. Wir merken uns nicht an dich gerichtet, sondern an den Lieutenant. Warum sagen Sie so etwas zu meinem Partner? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Direkt hops genommen, Kim. Direkt hops genommen. Finde ich gut. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Zeigen Sie es ihm. Genau. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Geil, What he Kim. means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Er hat recht. Sie sabotieren unsere beste Chance auf echte Selbstbestimmung. Oh, come on, man. I just said welcome to Rivachol. It's a lorry driver thing. Na, I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. geil. Kim nimmt ihm direkt hops. Tja, ich glaube, wir haben hier alle etwas gelernt, ne? I haven't learned anything I didn't know before. Indigniert schüttelt der Lastwagenfahrer den Kopf. Sorry? Bildungsauftrag. Ich google jetzt, was indigniert heißt. Von etwas unangenehm peinlich berührt, über etwas erzürnt, entrüstet. Merken, indigniert. Hm. The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. You sense slight embarrassment for the outburst. Or is it pride? Impossible to tell. Jetzt, wo das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. Whatever you say, officers. Er wartet teilnahmslos, während seine Zigarette zwischen seinen Fingern klimmt. Was haben Sie geladen? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Was für Fracht sollen Sie abholen? Apples. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Es klingt mir suspekt. Look, as detective, I come from a long line of lorrymen. We got ancient rights and privileges. Oh, I'm here to pick up a load of fucking apples, man. Just regular Koiko picked apples. Koiko may be another derogative for a person from Grad, you think. Ach, in Grad werden also Äpfel angebaut? Yep, it's one of their main exports. They grow them down South Yekokata. A beautiful place. Got great scenic vistas. In fact, Yekokata is a desolate wasteland whose name literally translates to Zone of Ecological Catastrophe. It features no scenic vistas and supports virtually no plant or animal life. Oh. Yekokata liegt nicht im Süden und dort werden definitiv keine Äpfel angebaut. Yeah? Says who? Es steckt im Namen, die Zone der ökologischen Katastrophe. Then, I guess they grow apples somewhere else. You can never really tell with those koikos. They're everywhere, except their own homes. Jetzt macht er weiter. Wir reden ständig von Koikos. Was bedeutet das eigentlich? He means the people living in Grad. Oh. Yeah, you know, Gradniks, Gradvolk. Those degenerates from Grad. Okay, es ist also ein Schimpfname. Hey, if the name and description fit by the very grace of nature,
Who am I to say otherwise? Also, darf ich die Äpfel sehen? Did you miss the part where I said they aren't here yet? Besides, even if I did have some, I wouldn't go putting my nose in them, huh? Er betrachtet dich mit einem seltsamen Funkeln in den Augen. Relax. You've got all you can get here. He probably doesn't even know what he's hauling, even if it is something unsavory. So he'd remain unaccountable. Ja, okay. Ciao. Was ein Arschloch. Oh, wir können Punkt verteilen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einen auf Gewandtheit. Oh, warte. Oh, haben wir schon. Dann verkaufen wir fix unsere Pfandflaschen und dann versuchen wir unseren Mantel doch mal zu holen. Ach nee, Quatsch. Is this about... Ja, sorry. The tear machine stands in the... Your bottles clunk into the machine. Ganze 70 Cent, Leute. Los geht's. Jetzt haben wir schon fast 18 Real. Sind richtig reich. Wie war das? War es im Monat oder im Jahr? Macht ein Detective wie ich 5.000, 5.500? Dann haben wir jetzt hier mit einem Tag Flaschen sammeln eigentlich schon übelst viel gemacht. So, endlich kriegen wir den Mantel. Aufgaben soweit fertig, jetzt erstmal Elix. Gönn dir. Ich habe vorhin schon erzählt, Black Metro, ich habe doch tatsächlich noch zusätzlich Gothic 2 installiert, um es privat auf Stream spielen zu können. Da hast du vielleicht auf meinem Instagram gesehen. So, jetzt müssten wir Gewandtheit auf 3 haben. Oder? Ja. So, nächster Versuch. A tarpaulin cloak is still called 28% Wahrscheinlichkeit. Glauben Sie wirklich, dass das mein Mantel ist? Soll ich ihn mir holen mit einem Sprung? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Er sieht über den Sims nach unten, wo der kalte Fußweg wartet. Well, it doesn't seem too dangerous. 2-meter stops. Whenever you're ready to do it. Mit ein paar I'll be richtig right schönen behind Mods im Black Metro, ne? Das sieht richtig hübsch aus. Sieht richtig hübsch aus. The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? Ich sehe mich nochmal um. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering krass. in the distance over the container yard. The look in his eyes is a mix of the engineer-like interest and the wonder of a 6-year-old seeing a horse for the first time. Verdammt und zugenäht. Das ist mal ein Riesenkran. Yes, that's one way of putting it. It's certainly an impressive achievement of engineering. But I digress. We were focusing on your cloak here. Gut, dann versuchen wir es mal, ja. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Drückt mir mal die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. Und los geht's. Ah, scheiße. No, no. Eine 3 habe ich Just be gewürfelt. careful, okay? Looks like you almost strained a muscle there. Mano. Scheiße, kann ich nicht irgendwas dahin werfen, damit ich irgendwas zum Werfen? Ach, Mann.
Aber wir haben es versucht. Bisschen einen Punkt in Gewandtheit gesetzt, den ich dann nicht wirklich gebraucht hätte, aber naja. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Was soll ich jetzt eigentlich als nächstes machen? Jetzt einfach hier nochmal gucken, vielleicht können wir noch mit ein paar Leuten reden. Kann ich hier jetzt einfach durch? Scab? Nee. Call me mañana. Geil. Mañana ist Spanisch und heißt morgen. Also der Tag nach heute. Und wird gerne auch als mañana benutzt wegen machen wir noch, morgen hat Zeit. You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Ich bin kein Streikbrecher, ich bin Polizist. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Er kichert, doch dann realisiert er etwas. Speaking of, what brings the RCM here? To the Wild North? Come to see the strife? Ich muss irgendwie in den Hafen kommen und mit ihrem Boss sprechen. Oh, good, good. What matters do you want to discuss with Everard? Zur laufenden Ermittlung darf ich keine Einzelheiten preisgeben. So mysterious, so intriguing. Either way, the road in front of you is wide and open. Heißt das, dass Sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. Beneath the jolliness, he suddenly seems doubtful. Aha. If it's all so simple, why don't the strikebreakers just go up the stairs? So einfach ist es, Sie können einfach hineinspazieren. Aye. Walk right past Measurehead and go in. Schädelmesser? Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him. Verstehe. Press the button to unlock the door. Aha. Then go past him again. And you Aha. enter the arbor through the office. Está. Also ist es Ihrer Meinung nach eigentlich ziemlich schwierig. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best measure head in a physical confrontation. Or you could convert to a Semini supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. Hat ihn hier schon einmal jemand in einer körperlichen Auseinandersetzung besiegt? Not yet, no. He's incredibly strong. Verstanden. Sure. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Kim hingehe, wird der komplett ausrasten. Scheiße. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Naja, let's go. Nobody betrays your degeneracy. Was? Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Nee, jetzt lass mal. Wir haben keine Waffe. Wir sind nicht stark genug.
Wir haben keinen Ausweis. We still need to get into the harbor. There's an interview to... Das bringt gerade gar nichts. Das bringt gerade gar nichts. Wir haben hier nichts in der Hand gegen den. Und ich wage ernsthaft zu bezweifeln, dass wir den mit schöner Rhetorik oder gewiefter Rhetorik irgendwie dazu bekommen. Weiß ich nicht. Right to work! Right to work! Shame on you! Ehrlich gesagt muss ich mit dem Gewerkschaftsboss reden. Vielleicht kann der ja hier. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. Why you want to meet that fat asshole? Das ist eine dienstliche Angelegenheit, über die ich mit Außenstehenden nicht reden kann. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Das ist echt nicht mein Fachgebiet, ne? We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! Schade. Vielleicht kann ich ja irgendwie die zwei hier und Schädelmesserbrecher-Typ, Arsch, Rassisten, Wichser, irgendwie dazu bringt, dass ich mit dem prügelt oder so, dann wäre ich ja good to go. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, mit dir haben wir noch nicht gesprochen, mein Freund. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer! Everything's cool here. Was ist so cool? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer, you're very cool. Bang, 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 bang! Er formt mit beiden Händen Fingerpistolen und schießt ein paar Fingerkugeln in die Luft. Ob ich cool bin, ist nebensächlich. Ich habe Polizeifragen für Sie. You're right, officer. 100%. No playing around then. Strictly business. Maybe I can interest you in some premium menswear instead. Ich kann ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit davon überzeugen, mir Geld zu geben. Mach mal. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Hey, Sie wirken wie ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Möchten Sie ein Mitglied der hiesigen Polizei unterstützen? Oh, okay. But why, officer? Betrachten Sie es als Investition. An investment? What kind of investment? Es ist eine Investition in Ihren Kundenstamm. Sie brauchen ein stabiles Fundament, Mann. Fair point. You can't have a successful business without a loyal customer base. How much is your Ich gleich loyalty? Mikro. Oh Gott, 1 Million, weil 15 oder 1 Million. 100 hätten ja gereicht. Komm, ich sag 1 Million. Was soll der, was soll's? But officer, I don't have that kind of money. There's got to be a more modest investment. Ja, 10 Real. 10 Real is a bargain for that kind of investment. You got it, my man. Was für Sachen verkaufen Sie hier? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Gibt es für coole Polizisten wie mich einen Rabatt? No need for discounts at ceilings, officer. Everything's already on sale. Anything you want, 50% off. But did he first mark them up 100%, just so that he could put them on sale?
Sind die Sachen wirklich im Angebot oder haben sie die Preise vorher nur auch raufgesetzt? My man, you know how the game is played. You and me, we should work together. What do you think? Shake things up? Wo haben sie die bequeme Hose her? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers, all extremely cool and above board. Haben sie eine Genehmigung, das alles zu verkaufen? Good joke, officer. Here we don't have permits, just economic freedom. Take a look around. You glance around the decrepit buildings, the miserable weather, the sidewalks strewn with sunflower seeds and a dust-choked air. It's beautiful. Beautiful freedom. Kim, stimmt das? Er braucht keine Genehmigung, um etwas zu verkaufen? It is, yes. Anyone can set up their shop whenever they feel like it. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law officials are so cool. Okay, keine Genehmigung. Cool. Hyper cool. Wer muss ich nicht wissen? Anything for you. Ich werde mich mal umsehen. Was gibt's hier Schickes? There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. Save the economy? That sounds off. Die Wirtschaft retten? Was reden Sie da? Haven't you heard, officer? We've got to be economically conscious. Recycle your cash, keep it in circulation. Don't buy new things. Buy eco. Ah. Danke für den Tipp. Ich werde mich bemühen, wirtschaftsbewusster zu sein. Very cool. The economy thanks you, officer. Ich stöbe in der Kiste. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look first-hand, buy second-hand. Keep the economy moving. Ich suche in dem Haufen Lumpen nach etwas, was man noch anziehen kann. No good. Schade. All you can come up with are some treated wool pants. You can tell they're too tight around your thighs and too loose around the waist. Ich leg sie zurück. No luck? Why not take another look, officer? Keep supporting the economy. So, was haben wir hier noch? Was ist hier? You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers. I can see you with taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Ich untersuche die Turnschuhe. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. Was? Only? That's madness. Fun Ultra. Wear the future. You remember the slogan from some magazine. Krass. Geben ordentlich Plus, aber ich gebe jetzt keine 50 Real aus, selbst wenn ich sie gerade hätte. Holy, Junge. Reiß dich mal zusammen. Lass mich über den Tisch ziehen. Mach nur ich mit Leuten. Cheap sunglasses in a small box. A variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Ich wühle in der Kiste. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Das gibt's. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work.
Ich versuche nochmal. Vielleicht finde ich doch noch eine interessante Sonnenbrille in der Kiste. Mhm. Ach, eine wasserblaue Sonnenbrille. An der linken Schläfe steht insulinisches Tiefseerendezvous. Der Rahmen scheint aus Knochen zu bestehen. Handgeschnitzt. Oh, very interesting choice, officer. Very high culture. Zum ersten Mal beendet der Straßenhändler seinen Satz nicht, während er zusieht, wie du die Brille inspizierst. This is Ich how a setze sie sea auf. monster sees the world. You've become a sea monster. Giant, hidden and strangely tender at heart. All is blue. Yes, but they also make your soul quiver like jello. So deep. Wow, officer. You look so cool. Der Straßenhändler ist wieder in die Gänge gekommen, während du die Welt durch tiefseefarbene Gläser betrachtest. And they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got no taste. But you found them. Kim, was sagen Sie? The lieutenant tilts his head and steps back, eyes narrowed in a thorough examination. It's a case to him. You look like a musician. Like a blind musician. But you could do worse. Take them if you want. -1 Wahrnehmung, +1 Innenleben. Für 3 Real, nehmen wir es mal mit. Stats boosten können ist schon... Nehmen wir mit, komm. A man who knows his style. Much respect. So. Was haben wir hier gerade? Plus Logik. Nehmen wir kurz aus Spaß. Ah, wäre cool gewesen, wenn jetzt die Welt einen kleinen Blaustich gehabt hätte. Aber ach, hier drüben steht, was ich habe. Und oh, ich bin so dumm. Aber plus Logik ist schon schön. So. Hier hinten. Was ist denn hier? Ein paar Pfandflaschen. Immer wichtig. Oh. Bisschen drin speichern. Oh. Handschuhe. Moment. Was geben die uns? Unsere aktuellen Handschuhe geben uns +1 Mechanik, hier haben wir +1 Elektrochemie. Elektrochemie brauchen wir nicht. Haben ja nicht mit Drogen zu tun. Nicht in diesem Run. Was mit dem da? Mit dem reden wir mal. Evening, officers. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Zeige auf die zerstörte Reklametafel im Kanal. Wissen Sie, was diesen Schaden verursacht hat? I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Rivershoal. The words daredevil driver sound ominous to you. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here. Especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Alles klar, bis dann. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Okay, lass mal auch. Wollen ja nicht hier noch mehr Schaden anrichten. Mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Das.
Roy's Pfandhaus, schnelles Geld für noch schnellere Zeiten. Oh. Da fehlt bestimmt uns ein Revolver. Bro, das sieht übelst abgespaced aus hier. Irgendeine Maschine. Gut, danke für den Hinweis. Was ist das hier? A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Ah. Was ist das hier? You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Try to find something pretty and cool here, then use it to win her back. Sie zurückgewinnen? Yes. Buy something nice. Aber wer ist sie? A figurine. This sounds off. You shouldn't trust this guy. In der Kiste unter dem Tisch finde ich eine richtig coole Figur. Everything you pick Schade. out seems faded, chipped, and sad somehow. Most of them are just broken toys. Okay. Dann reden wir mal mit dem Typen. Vielleicht finden wir irgendwas von unseren alten Sachen. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. Der Mann hinter der Theke dreht sich langsam zu dir um. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Es ist wirklich eine Schande, wie selten die Polizei sich hier in der Gegend sehen lässt. I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Wirklich beachtlich, ja. It keeps me entertained. Oh, ich kann gucken. Ist Roy high? Und wenn ja, was hat er zu sich genommen? Okay. Oh, shit. He definitely is high. Whatever it is, you've probably done it, and many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Looking at his wares, talking to him, that might give you more clues. A guarded man like him wouldn't tell you if you asked out loud. Übrigens, haben Sie vielleicht zufällig sowas wie einen Revolver? Sollte, wie, sagen wir mal, Polizisten, die im Dienst führen, eventuell vielleicht, manchmal? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Den ich hier verpfändet. Ah, This is a pawn shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. Moment, ich habe meinen Revolver verkauft. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. Fuck me. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. Ich hatte das Gefühl, dass Sie mir irgendwas verschweigen. You weren't quiet yourself, officer. Wie war ich? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need the money. Fuck. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it.
Then I agreed to take it. Und wie viel habe ich für die Waffe bekommen? 15 Real. Das ist ja nicht. The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad dream. It's not, though. This has got to be the most. Wow. There's pity there too, in case you didn't notice. Tut mir wirklich leid, dass Sie das mit ansehen mussten. Wir brauchen es nicht weiter zu erwähnen. No apologies necessary, officer. War die Käuferin auch Polizistin? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Mir gefällt das auch nicht. Was, wenn sie ein Verbrechen begehen will und der Bürgermiliz die Schuld in die Schuhe schiebt? You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find out. Wissen Sie, wo ich die Käuferin finde? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Er kann mir doch wenigstens sagen, wie sie aussieht. Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich meine Seitwaffe verloren habe. Reden wir über etwas anderes. Of course. Vielleicht können Sie uns bei unseren Ermittlungen helfen. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Wissen Sie etwas über die Erhängung, die vor kurzem stattgefunden hat? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. Bad for everyone. He doesn't know anything. Hatten Sie schon mal was mit dem Boss der Gewerkschaft zu tun? He's been by the shop a couple of times. Okay. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Ich wollte etwas über meine verschwundenen Revolver fragen, mal wieder. Sure thing. Ach so, ja, schade. Sure, man. Da hätte mir doch wenigstens sagen können, wie sie aussieht. Wer redet denn von sich selber als Bullensau? Es ist eine Frau. Schwierig. To say the least. Sehr schwierig.
Vielleicht sollte ich doch einfach schlafen gehen, ja. Neuer Tag, neues Glück, genau. The door is closed. Still, the lieutenant, he doesn't like it. This door can only... Mann. Da würde ich gerne hin, ne? Und immerhin ist da Licht. Ach komm, wir gehen schlafen. Yes? Ach so, nee. Arschlecken, was soll's. The bed is cold and not particularly inviting. Ach so, schade. Perkins, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Nutzen wir die Zeit und räumen hier erstmal auf. Bisschen Pfand mitnehmen einfach. Mir geht's auch ganz gut. Ich hab Urlaub, ich habe schöne Spiele zum Zocken. Könnte gerade deutlich schlimmer sein. Ich komme hier nur gerade nicht so wirklich weiter. Ich muss wahrscheinlich wirklich einfach auf den nächsten Tag warten. Ja, auf jeden Fall. Richtig nice. Nachher gibt es ja noch Elix. Spätestens in einer Stunde. Habe jetzt einen neuen Run angefangen bei Elix. Wenn der durch ist, kaufe ich Elix 2. Dann machen wir damit weiter. Das ist gerade so der Plan. Hier noch mal, hat der was Neues? Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Haben Sie ein paar Real für einen einfachen Malocher? Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. The bosses, man. Wer sind die? Dunno. Gut. So. Warum leuchtet hier was? Naja. Ah, das macht mich wahnsinnig. Ich glaube halt wirklich, dass ich auf den nächsten Tag oder so warten muss. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir müssen mit den Leuten reden, um eine Frau zu finden, die von sich selber sagt, dass sie Polizistin ist. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. Das Mädchen vor der Tür hat erwähnt, dass der Laden verflucht ist. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. What in God's name is she talking about? Gute Frage. Doesn't feel like it's thriving. Feels ghostly. Ich will hier nicht einfach den Vorhang aufreißen. So. Das ist noch nicht der Arschloch-Run. Also, you know. Gucken wir uns nochmal in den Wohnungen hier hinten um. Vielleicht finden wir da noch was. Gucken wir mal hier. Ah, jetzt geht's auf. Okay. Das hier kennen wir schon.
geht's auf den Balkon. Schauen einfach mal. Ich meine, klar, wir wollten erst am nächsten Tag 21 Uhr da sein. Die Nacht legt sich über die Stadt. Okay. Cool. Kann ich... Yes. Okay. Oh, da ist doch jemand zu Hause, das sehe ich doch. This door is made of metal and appears to Ich klopfe. no one answers. We should return tomorrow. Aber da ist doch jemand da, ich sehe es doch. Huch. Okay. Na, lauf runter bitte. Ja, wie gesagt, ich bin gerade wirklich ein bisschen ratlos, was wir noch machen sollen. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Ich klopfe. No reply. Ich untersuche das Vorhängeschloss. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Oh, warte. Warte. Kein Problem. This door has been closed with a padlock. Warte, mich kurz speichern. This door has been closed. Bolzenschneider, los geht's. Ach, leck mich doch. You're trying to cut the body of the lock with the chain cutters, and it's really not. I believe it's the shackle you mean to cut, Detective. He's just trying to help. Don't take it bad. Relax. Dieser Bolzenschneider ist kaputt, Kim. Perhaps you should give it another go. So, versuchen es nochmal mit dem Hinweis von Kim. Danke. The shackle snaps like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. It should be possible to enter now. After you, Detective. Abgeschlossene Wohnung. A plaster cast bust depicts a middle-aged man Ah, with impressive Marso. sideburns. The name on the plinth Quasi Karl reads Marx. Kraz Marzov. Honestly, he does kind of look like you after all. Tatsächlich. Kim, Sie müssen zugeben, dass dieser Kraz Marsov mir zum Verwechseln ähnlich sieht. Hold on a second. Is this why you broke in here? To find out whether you're Krasmazov? Nein, das war reiner Zufall. Sure it is. Ach, gönnen Sie mir doch den Spaß. Sehen Sie denn die Ähnlichkeiten nicht? Well, you both do seem to share an affinity for sideburns. But it seems like old Kras here didn't drink nearly as much as you. Och, danke. Ja, ich habe ein Problem. Ein Alkoholproblem. You do, but that's not the point. The point is, he doesn't look like you. Woher wissen Sie das? Vermutlich diese Bücher sowieso eine romantisierte Darstellung. Very well. Let's look for identifying features then. Doesn't he have a birthmark right here? What about you? Keine Ahnung, ich kann mein Gesicht nicht sehen. Alright, but here's the big thing. Krasmazov looks Samaran, and you don't. Sie haben recht, das ist etwas, das wir definitiv nicht miteinander gemein haben. Good, so you're not him. Sie haben recht, ich bin wirklich nicht er. It's decided. You are not the most famous philosopher of the modern period. Der Lieutenant nickt und dreht sich weg, um sich das Foto an der anderen Wand anzusehen. Okay, chill. Macht mir einmal einen Spaß. Neun Millimeter Kugel und eine Loungejacke. Was hatten die Menschen hier vor?
Konzeptbildung möchte ich haben. Sehr wichtig. Sehen wir cool aus. Gut, dann sind wir hier drin ja auch schon fertig, ne? Postkarte. Geld. Was haben wir hier jetzt noch? You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Ich klopfe. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. Ich klopfe nochmal. A poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Wer ist da? Fragt eine Frauenstimme, misstrauisch und angespannt. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie die Tür. Do I have to open the door? Wieder hörst du das Klacken von Absätzen, als die Person auf der anderen Seite bis zur Tür kommt. Ihre Stimme hat nun einen abwehrenden Tonfall. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. It's generally easier to do things if you have literally any reason. Okay. Nachricht angekommen. Tut mir leid. Ich habe versucht, mit Menschen zu reden, um einen Mordfall zu klären. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ruination has come. The broken arches betray the once grand history of this building. It towered over the harbor until it happened. Ich überlege, was passiert sein könnte. A great force from the northeast fired into the city. Heavy artillery shelled the coastline. Fired from the water. A straight shot into Revachol. The tenement acted as a defensive wall against the worst of the shelling until it was destroyed, and they had a direct firing line. Zeit zu gehen. Bitte noch kurz gucken und dann gehen wir gleich schlafen. Wir machen mit Elix weiter. Ich denke, es wäre ein guter Zeitpunkt. Wenn wir einen neuen Tag nicht wieder anfangen, müssen wir da einen Cut machen. Ah, hier ist nichts mehr. Mit ihr reden hat vermutlich auch keinen Sinn. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ich versuche, meine künstlerischen Absichten zu erklären. They do say the painter always paints his own portrait. Oh, so knapp. Look at this. Ich habe eine 18 gebraucht und habe eine 17 gewürfelt. Damn, son. Ich werde eine Art Selbstporträt malen, aber du weißt schon, eigentlich ist das mein inneres Abbild, um den Leuten zu zeigen, wie es dort aussieht. That's pretty fucked up. Even for you, Piggo. Okay, ich lasse das. Gib mir bitte einfach etwas Farbe oder ein Pinsel, ich will ein Kunstwerk schaffen. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. Art it up. Just try not to hurt yourself. And no self-portrait. Danke, Cindy. Oh, but I'm all out of fuel oil. You know what you should be able to find in your government-issued vehicle? Red-dyed heavy fuel oil. Stimmt, genau. Ich gebe mich auf keinen Fall mit Farbe zufrieden, wenn sogar Kinder mit Schweröl malen. That beautiful wall deserves nothing less. Kim, mein Freund, wären Sie gewillt, ein bisschen von Ihrem Schweröl für die Kunst zu opfern? My fuel oil is for my kinema. Use your own fuel if you are unable to contain your artistic impulses, but please, leave my kinema out of it. Okay. Aber wir haben jetzt tatsächlich den Pinsel bekommen. Ich finde das so cool, dass man die Würfe nicht zwingend schaffen muss, um zum Ziel zu kommen. Ich finde das voll krass.
Dann gehen wir mal zurück. So. Legen uns jetzt schlafen, speichern schön. Und dürfte für heute... Ich glaube, wir haben am ersten Tag wirklich viel geschafft. The door is closed. This door, still, the lieutenant, he doesn't like. Sieht nix. Dann legen wir uns mal schlafen. Warte, was? Wieso habe ich keinen Schlüssel mehr dafür? Hallo? Yes? Wieso geht jetzt meine Tür nicht mehr auf? Guard, hallo? Can I help you? Hä? Es steht doch immer 21 Uhr und jetzt haben wir... Warum ist meine Tür zu? Hä? Ich mal kurz neu laden. Hä? Wo soll ich da jetzt schlafen? Gut. Schade drum. Es war mir eine Ehre. Bis dann.